alles selbst gemacht. Jeder Zinken oder jedes Rundenteil, alles selbst gemacht. Starten ihn nochmal. Ich bin Heinz Wunderlich. Ich habe Modellbauer gelernt, was jetzt nicht mit Modellbau zu tun hat, im eigentlichen Sinne von Flieger bauen. Den ersten Matador gesehen habe ich in Köln, das war auf der DLG und wir waren mit unseren Eltern da. Es war dann auch schon so, dass eine Schlange hinter dem Mähdrescher stand, dass die Kinder gerne da drauf wollten und wollten fotografiert werden oder so. Und ich habe auch lange angestanden, um nur mal da drauf. Und man fühlte sich dort oben ja, als Kapitän. Größer ging eigentlich nicht. Es war wunderschön. Was war denn das Erste, was Sie gebaut haben? Das waren die Räder, weil da wusste man schon genau, wie groß die sind. Das war alles bekannt und das war sehr aufwendig. Die Räder alleine war jedes Rad ca. 200 Stunden. Das sind Segmente, die Segmente verleimt, die Segmente gedreht. In die gedrehten Räder, die waren dann ohne die Stollen, sind die Stollen eingelassen, vertieft. Dann haben die Stollen wegen der Selbstreinigung hier eine andere Breite als da. Sie laufen etwas konisch zu, das ist wegen der Selbstreinigung und dadurch sind die sind auch gebogen. Das ist sehr aufwendig, das ohne CAD und CNC zu machen. Da ich schon immer gerne Mähdrescher gefahren habe, fiel mir das natürlich leicht. Ich konnte mich leicht dahin versetzen, wie das damals funktionierte. Das hat mir natürlich sehr dabei geholfen. Ich wusste auch ungefähr, wie das wie die Größenverhältnisse waren und wie man den Motor darstellt, wie der aussah. Wenn man da vielleicht ohne Begeisterung oder ohne Vorkenntnisse, wäre das umso schwerer geworden. Wenn ich mir jetzt auch die Haspel hier anschaue, die hat ja auch eine bestimmte Mechanik drin, dass ja, die Zinken sich nicht mit der Einzugschnecke treffen. War wahrscheinlich auch sehr aufwendig, allein mal die Mechanik zu verstehen und das dann noch umzusetzen, oder? Ja, das war beides schwierig. Man muss einmal das verstehen. Das hat Glas damals patentiert und wenn man das jetzt im Nachhinein so sieht, ist es alles klar, aber man muss das System erstmal verstehen und dann muss man das immer noch in Holz umsetzen. Die haben das damals mit Metall gemacht, aber wenn die diesen Ring aus Metall hatten und hatten den aus Blech oder aus einem anderen Material, dann ist es ungleich schwierig, das aus Holz zu machen. Es wird immer dicker werden. Aber es geht hier nur um das Prinzip, dass man das Prinzip mal darstellt. Wie hat man das damals gelöst? Leider ist Helmut Glas verstorben. Es wäre schön gewesen, mit ihm darüber zu sprechen, warum habt ihr denn das so gemacht und warum nicht anders. Aber auch umgekehrt hätte er bestimmt auch Fragen, genauso wie ich ihn hätte. Und das wäre eine sehr interessante Sache, aber das ist leider nicht mehr möglich. Was noch möglich ist mit Rentnern bei einer Weihnachtsfeier oder bei irgendeiner Veranstaltung, denen das nochmal zu zeigen. Und ich glaube, denen glänzen die Augen, wenn sie das nochmal sehen, was sie damals gebaut haben. Wenn ich die Schnecke so sehe, wie wird die eigentlich gefertigt? Weil die Windung da drauf zum Beispiel, das sieht sehr aufwendig aus. War das auch? Das war auch das Schwierigste an dem Mähdrescher. Es war so, diese Drehbank, die ich habe, hatte jetzt von der Länge überhaupt hätte ich keine Möglichkeit gehabt, die zu drehen. Deshalb habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe das auf dieser Kreissäge gemacht. Ich habe das gelagert, ich habe das erst verleimt, das Ganze. Und habe das dann vor Kopf die Lager schon eingepasst und habe die Lager dann befestigt auf die Kreissäge. Nachdem dann die Nut da drin war, habe ich ganz kleine Segmente Hölzer gesägt und diese Hölzer in die Nut eingepasst. Die waren dann konisch und dann umlaufend. Dann war das
ungefähr 8 mm breit, die Schnecke. Dann habe ich die von Hand alles runtergeraspelt, runtergefeilt, bis auf 2,5 mm. Und das war so mit das meiste oder die arbeitsintensivste Arbeit. Wie lange ungefähr dafür gebraucht? An der Schnecke 3 Wochen. Das waren ungefähr 3000 Stunden. Mittlerweile sind es auch wieder ein paar mehr geworden, weil man hört dann nie auf. Man fällt immer irgendwie man fällt einem noch was ein. Und dazu kommt noch ungefähr 200 Stunden für die Elektronik, weil da gab es auch immer wieder Dinge, die nicht so waren, wie man sie gerne hätte. Und da musste oft umgebaut werden oder komplett wieder zurückgebaut werden, verändert werden. Der Maßstab ist 1:3, das heißt im Original ist er circa 9 Meter lang. Das heißt, bei mir ist er dann etwas über 3 Meter. Die Breite ist im Original, Schneidwerksbreite ist 3 Meter, da kommt aber noch ein klein bisschen zu, dann wäre das 3,20 Meter. Bei mir ist er dann 1,8 Meter ungefähr breit. Und die Höhe ist, glaube ich, im Original 3,50 Meter. Bei mir ist er dann 1,20 Meter. Als dieser Mähdrescher verkauft wurde, 1962, fing man mit einem Listenpreis von 34.500 an, ohne Zubehör. Und wenn man das mal umrechnet, wieder in Euro, dann sind das knapp 17.500 Euro, die der heute also gekostet hätte oder kosten würde. Ich habe fast genau den gleichen Betrag ausgegeben. Das ist die Fernsteuerung. So, nehmen wir das mal raus. Genau. Hier drüber können Sie die Funktion abrufen bzw. einschalten. Der Motor damals lief natürlich nicht so sauber und so gleichmäßig wie heute. Wir hören uns nur mal das Geräusch an, wenn er rausgeht. Über diesen Joystick können wir den Fahrabtrieb, das ist wie ein Tempomat. Das heißt, da wo ich den hinschiebe, da bleibt er in der Drehzahl auch konstant. Ja. Schiebe ich weiter vor, dreht er auch schneller. Ja. Bis zur Höchstgeschwindigkeit. Das entspricht ungefähr 20 km/h, etwas mehr als 20 km/h. Okay. Krass. Fahrantrieb funktioniert ja. Genau. Lässt sich das Modell auch lenken? Das lässt sich auch lenken, denn wenn es nicht lenkbar wäre, hätten wir ein Riesenproblem mit den Feldern. Wir können das auch lenken. Es ist so, der Lenkeinschlag geht automatisch wieder in seine geradeausfahrt. Auch wenn ich hier loslasse, schon länger losgelassen habe, er geht immer wieder dahin. Die Lenkmechanik, habe ich aber auch gesehen, geht komplett durch das Ganze. Die geht bis zum Lenkrad. Ja. Das ist die Achse, die pendelt natürlich. Das ist ja beim Hang bzw. bei Unebenheit erforderlich, dass die pendelt. Was ich noch ganz interessant finde, ist der Motor. Der ist ja auch sehr detailgetreu und mit den ganzen Spritleitungen und Deckeln. Sollen wir uns den mal anschauen? Das können wir mal machen. Der Motor ist ja dem Original dann schon recht nahe. Das heißt, das Teil, das war von Perkins. Das war dieser gekaufte Motor. Von Glas wurde das damals so als Schutz für den Motor bzw. der Kühler integriert. Das wurde so angefertigt von Glas. Wenn Sie da sehen, diese Leitungen, es ist eigentlich alles dran. Ja, ist schon extrem detailgetreu. Ne? Auch die einzelnen Rippen von der Kühlung. Genau, und dann ist es so, wenn der dann läuft auch die Lichtmaschine läuft dann mit.
Das ist dann hier, das ist, die Lichtmaschine wird dann über das Kabel verbunden. Vom Motor geht das über einen Flachriemen auf die Drehtrommel und von dem Motor geht es auf den Fahrantrieb. Von der Drehtrommel geht es auf die Haspel bzw. auch auf das Gebläse. Das heißt, das Schneidwerk kann nur dann eingeschaltet werden, wenn auch das Drehwerk läuft. Also jetzt läuft da alles. Das ist eigentlich alles, was auch im Original läuft. Wollen wir das Schneidwerk auch anschalten? Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt brechen wollen, dann sollten wir das Schneidwerk mal einschalten. Also jetzt werden alle Einstellungen so, wie es in der Praxis ist. Die Räder laufen, das Schneidwerk läuft. Jetzt können wir direkt in den Bestand fahren. Das heißt, wir können das auch senken noch? Ja, wir können das senken. Irgendwann war ja der Korntank auch voll. Und wenn der Korntank voll war, sollte er entleert werden. Dazu war das natürlich auch im Original so, dass das Korntankrohr ausgeschwenkt wurde. Das wurde noch händisch gemacht früher? Das wurde früher händisch gemacht. Es war ein Seil da, das wurde hier festgemacht. Der Mähdrescherfahrer blieb oben stehen, entriegelte, zog das Rohr rüber und dann wurde abgetankt. In der Serienausstattung gab es bestimmte Teile. Dazu zählt zum Beispiel diese Fettpresse, weil es waren damals noch Schmierstellen da. Also im Grunde genommen wurden eigentlich noch relativ viele Schmierstellen mussten abgeschmiert werden. Die Ölkanne brauchte man unbedingt. Es waren zum Beispiel an der Haspel waren ja keine Lager eingebaut und das sollte auch schon mal geölt werden. Oder auch sonst gab es einige Stellen, die noch geölt werden mussten. Das sollte man dann machen, bevor der Verschleiß relativ groß wurde. Ja, klar. Irgendwann wird das Original auch nicht mehr da sein. Vielleicht in einem Museum, bei Glas noch, gibt es vielleicht dann noch eins. Aber man kann den Kindern, heute ist es ja alles mit Elektronik, man kann den Kindern aber hiermit immer noch vermitteln, guck mal, so wurde das früher gebaut. Und es ist immer noch ein Unterschied, ob man das in einem Buch oder als Video sieht. So sieht man das am Original und dann kann man sich das ganz anders vorstellen. Und das ist auch für Kinder noch begeisternd.